Und das andere ist, ja, natürlich gibt es Probleme mit Migrantinnen und Migranten, nicht genauso wie mit Deutschen, aber auch. Und wir sollten aber nicht alle anderen dafür in Mithaftung nehmen. Das ist doch das Problem, was wir häufig haben. Ich stelle jetzt Ihnen auch die Frage, vielleicht antworten Sie mir ja anders als die meisten Ihrer Kolleginnen und Kollegen. Gibt es eine Grenze dessen, was eine Gesellschaft leisten kann an Migration in kurzer Zeit, auch vor allem an Migration aus einem anderen Kulturraum? Wir können darüber streiten, wo die Grenze ist. Aber gibt es eine Grenze dessen, was eine Gesellschaft schaffen kann? Ganz konkret in Kitas, Schulen, Wohnungsmarkt, Arbeitsmarkt, aber auch als Gesellschaft in der Frage, wie sie kulturell zusammenhält. Gibt es diese Grenze dessen, was geht, oder gibt es sie nicht? Und die meisten Grünen antworten mir darauf, die Grenze gibt es nicht, wir müssen nur bei den Kommunen für ein bisschen mehr Geld sorgen, ein bisschen an den Strukturen arbeiten, aber eine Begrenzung ist nicht nötig. Und das ist für mich eine Leugnung des Problems und deswegen bleibe ich auch bei diesem Befund. Lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und schreibt hier in die Kommentare. Herr Schwennicke, einmal in die Runde mit rein. Und Herr Schwennicke, teilen Sie diese ja doch sehr scharfe Einstellung? Frau Göring-Eckardt, in unserem Nachbarland in Österreich, da wird jetzt, so sieht es aus, sehr wahrscheinlich der Rechtspopulist von der FPÖ, Herbert Kickl, Kanzler. Muss man mehr Härte zeigen, damit Rechtspopulisten nicht auch bei uns gewinnen? Nein, das glaube ich nicht. Man kann ja Österreich so und so bewerten. Erstmal haben sich die Parteien der demokratischen Mitte nicht einigen können auf eine Regierung. Ich weiß, wie schwierig das ist. Wir kommen ja aus einer Regierung, die nicht so besonders einigungswillig gewesen ist, wenn man es freundlich ausdrückt. Nein, ich glaube gerade nicht, sondern die Frage ist ja, ob wir demokratisch stabil bleiben, ob wir in der Mitte stabil bleiben und ob wir finden, dass wir zusammenleben wollen oder ob wir wieder auseinander definieren wollen, wer wozu gehört und wer wohin gehört. Ich glaube, wir waren immer dann erfolgreich in Deutschland, wenn klar war, wir versuchen, das Gemeinsame zu suchen und gemeinsam erfolgreich zu sein. Und viele Menschen, die eine Großmutter haben, die eine andere Sprache gesprochen hat, tragen dazu bei, dass wir Wohlstand haben in diesem Land. Viele arbeiten in den sogenannten Mangelberufen, die bei uns manchmal keiner machen will. Manchmal liegt es an der Demografie. Darauf sind wir nicht nur angewiesen, sondern es ist auch gut, dass es so ist. Und deswegen glaube ich, es würde uns besser tun, wenn wir nicht auseinander dividieren, wenn wir die Probleme lösen, die zum Beispiel in den Kommunen und in den Landkreisen da sind. Das ist vollkommen richtig. Aber das Falscheste, was wir machen können, ist, dass wir unsere Probleme auf Migrantinnen und Migranten schieben. Das ist der Anfang von allem Übel. Ich will Ihnen gerne mal... Ich will der Runde gerne mal ein Zitat zeigen von Jens Spahn. Sie haben ein sehr interessantes Interview gegeben im Cicero. Da haben Sie Folgendes über die Grünen gesagt. Und zwar haben Sie da gesagt, Grüne sind eigentlich Migrationsleugner. Sie scheuen einen realistischen Blick auf die Dinge. Sie leugnen die Probleme, die sich aus massenhafter Migration, besonders junger Männer aus dem arabisch-muslimischen Kulturraum ergeben. Frau Göring-Eckardt, sind Sie eine Migrationsleugnerin? Nein. Also erstens, wir sollten über Probleme reden. Ich gehöre auch zu denen, die das von Anfang an getan haben und auch sehr klar gesagt haben, wir können nicht einfach so weitermachen, dass wir immer so tun, als ob jetzt mal Menschen kommen und später dann wieder nicht mehr. Dass wir dafür sorgen, dass wir Strukturen haben in den Kitas, in den Schulen, auch in den Kommunen, wo der Bund Geld dafür gibt, dass wir die im Zweifelsfall auch vorhalten und nicht immer überrascht sind, dass wieder irgendwo auf der Welt eine Krise ist und Menschen hierher kommen. Das ist das eine. Und das andere ist, ja, natürlich gibt es Probleme mit Migrantinnen und Migranten, nicht genauso wie mit Deutschen, aber auch. Und wir sollten aber nicht alle anderen dafür in Mithaftung nehmen. Das ist doch das Problem, was wir häufig haben, dass wir uns hinstellen und sagen, es sind die Migranten. Und dann sitzt hier neben mir jemand, die mit darunter leidet und mit in Mithaftung genommen wird. Und das sollten wir uns als Demokratinnen und Demokraten auf gar keinen Fall leisten. Darum geht es mir. Ich habe das Zitat auch gezeigt, Herr Spahn, weil wir sprechen ja auch heute über Wahlkampf und wir leben in, wie ich finde, sehr polarisierten Zeiten. Und da kommt es ja auch ein bisschen darauf an, was für einen Ton man anschlägt. Migrationsleugner seien die Grünen. Würden Sie das Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, Frau Göring-Eckardt, auch
hier so ins Gesicht sagen? Ja, die Grünen sind Migrationsleugner in weiten Teilen. Sie ignorieren die Probleme illegaler Migration. Es ist sehr schwierig, mit vielen Grünen über die Folgen zu sprechen von Zuwanderung, vor allem von jungen Männern aus dem arabisch-muslimischen Kulturraum. Vor allem, was diese Prägung aus diesem Kulturraum dann auch bedeutet, welche Folgen, welche Probleme das mit sich bringt. Finden Sie es nicht ein bisschen überdreht? Das ist die Frage, weil ich kenne Sie ja schon lange und ich schätze Sie als Diskutant ja auch in dieser Runde. Und ich habe das gelesen und dachte, überdreht er da gerade? Das ist ja einfach eine Realitätsbeschreibung. Und das Problem ist ja, Migrationsleugner helfen eigentlich, dass die AfD so stark ist. Weil das ist ja dieses Gefühl, wir sprechen über die Probleme nicht, wir sprechen über die Themen nicht. Meine These wäre sogar noch eines weiter. Die Stärke der AfD wäre, ohne die Grünen, ohne grüne Politik und ohne grüne Leugnung des Problems deswegen hat Julia Klöckner gepostet, und deswegen dass man gehört das für mich einfach schon auch in eine Debatte hinein. Und wenn man den Satz, Herr Klamroth, wenn man den Satz, den ich da gesagt habe, schon nicht mal mehr sagen können soll, dann weiß ich nicht, wie noch politische Debatten gehen sollen. Wenn ich mit Grünen diskutiere und ich stelle jetzt Ihnen auch die Frage, vielleicht antworten Sie mir ja anders als die meisten Ihrer Kolleginnen und Kollegen. Gibt es eine Grenze dessen, was eine Gesellschaft leisten kann an Migration in kurzer Zeit, auch vor allem an Migration aus einem anderen Kulturraum? Wir können darüber streiten, wo die Grenze ist. Aber gibt es eine Grenze dessen, was eine Gesellschaft schaffen kann? Ganz konkret in Kitas, Schulen, Wohnungsmarkt, Arbeitsmarkt, aber auch als Gesellschaft in der Frage, wie sie kulturell zusammenhält. Gibt es diese Grenze dessen, was geht, oder gibt es sie nicht? Und die meisten Grünen antworten mir darauf, die Grenze gibt es nicht. Wir müssen nur bei den Kommunen für ein bisschen mehr Geld sorgen, ein bisschen an den Strukturen arbeiten. Aber eine Begrenzung ist nicht nötig. Und das ist für mich eine Leugnung des Problems. Und deswegen bleibe ich auch bei diesem Befund. Ich will einmal Frau Göring-Eckardt fragen, weil Herr Spahn hat ja jetzt den Kontext, in dem Friedrich Merz diesen Vorschlag gemacht hat, erläutert. Das ist ja auch unter Eindruck des Anschlags von Magdeburg entstanden. Und dieser Impuls, härter durchgreifen gegen Menschen, die krasse Gewalt ausüben, zum Beispiel, die so hätte ja bei Magdeburg jetzt gar nichts geholfen. Ja. Genau, aber wenn das Niveau der Debatte ist, dürfen Sie das ist nicht das Niveau der Debatte, Herr Spahn. Ich stelle einmal die Frage zu Ende. Dieses Gefühl, man will härter durchgreifen bei Straftätern, bei Gewalttätern. Und wenn es da juristische Hindernisse gibt, dann muss der Gesetzgeber diese eben überwinden. Ja. Das können wahrscheinlich viele in der Bevölkerung nachvollziehen. Sie auch? Also ich kann nachvollziehen den Wunsch, härter durchzugreifen und solche krassen Anschläge, die ganz viele Menschen verunsichern und betreffen, es sind Menschen gestorben, dass man die ausschließen möchte. Und wenn man das könnte, dann wäre ich sofort dafür, das zu tun. Ich fürchte, also gerade Magdeburg, der Täter war ja jemand, der offensichtlich auch noch einen Haufen anderer Probleme hatte und deswegen diesen Anschlag verübt hat. Und ich finde auch, dass es richtig ist, dass nicht jeder für immer hier bleiben kann. Es gibt ja Abschiebegründe. Und wir haben ja mit diesem Sicherheitspaket eine Reihe von Verschärfungen vorgenommen. Und das heißt, wer straffällig wird, kann auch abgeschoben werden. Die Staatsbürgerschaft aber wieder zu entziehen, das ist was völlig anderes. Das hat sich ja die Bundesrepublik Deutschland aus gutem Grund mal vorgenommen, das nicht mehr zu machen. Menschen auszuweisen, die Staatsbürgerschaft abzuerkennen. Also Bert Brecht war so jemand und Hannah Arendt. Wolf Biermann auf der anderen Seite, das ist sozusagen meine Geschichte. Und deswegen finde ich, der Wunsch nach Sicherheit, der Wunsch danach Klarheit zu haben, den finde ich vollkommen nachvollziehbar. Aber immer wieder die Diskussion auf die Spitze zu treiben und Menschen als Gruppen zu diffamieren. Und dann, das ist das für mich Entscheidende, warum reden wir über Migration? Herr Merz hat gerade gesagt, wir müssen das mit der Migration regeln, sonst können wir gar nichts anderes mehr regeln. Ich glaube, das hat mit dem Alltag der Menschen verdammt wenig zu tun. Glauben wir denn wirklich, wenn wir Hatice abschieben, dann wird Oma Gerda die Butter wieder bezahlen können? Nein. Glauben wir denn wirklich, die wahnsinnigen Probleme, die wir in Deutschland haben, mit Investitionsstau, mit all dem, was wir über inzwischen Jahrzehnte aufgestapelt haben, das wird irgendwie besser, wenn wir noch weiter über Migration reden und dieses Land spalten? Das glaube ich gerade nicht. Wir müssen über die Probleme, die wir haben, reden, auch über die Migration, aber nicht so tun, als ob das nur das Hauptproblem wäre, das wir haben. Nein, so ist es nicht. Das ist nicht ehrlich und das macht den Leuten nichts. Das nenne ich Migrationsleugnung. Nein,
Wollen wir jetzt regelhaft da die doppelte Staatsbürgerschaft möglich machen? Ich möchte es nicht. 1% der Afghanen der Welt leben mittlerweile in Deutschland. Das übrigens macht die ganze Größe der Aufgabe deutlich. Und da möchte ich auf eins zurückkommen, bevor das untergeht, was Frau Göring-Eckardt vorhin gesagt hat. Sie hat so in einem Nebensatz gesagt, das hat mit dem Alltag der Menschen gar nichts zu tun. Und da frage ich mich, wo leben Sie eigentlich? In jeder Schule, in jeder Kita, auf jedem Marktplatz, an jedem Bahnhof, überall hat das was mit der Lebenswirklichkeit von Menschen zu tun, was da passiert. Und auch Probleme, die da sind, überproportional. Wir haben jetzt mit dem Präsidenten der Bundespolizei, der hat uns mal an den Bahnhöfen gezeigt, 31.000 Straffälle, die die Bundespolizei da aufgenommen hat, in Relation zur Bevölkerungszahl, 5-mal mehr bei Gewaltdelikten, Migrationshintergrund, 7-mal mehr proportional zur Bevölkerungszahl, bei Messerdelikten, Migrationshintergrund, 8-mal mehr bei Sexualdelikten, Migrationshintergrund. Die Zahl der Gruppenvergewaltigungen in Deutschland hat sich verdoppelt in den letzten 10 Jahren. Und deswegen will ich schon, dass wir in der Lage bleiben, differenziert, aber schon auch über Probleme zu reden. Und Frau Göring-Eckardt, wissen Sie, was ich Migrationsleugnung nenne? Zu sagen, es hat mit dem Alltag der Menschen nichts zu tun. Herr Spahn, jetzt unterstellen Sie mir nicht was ich nicht gesagt habe. Oh doch, ich habe mich bezogen auf das, was Herr Merz gesagt hat. Herr Merz hat gesagt, wir müssen erst mal das mit der Migration lösen, dann können wir erst über alles andere sprechen. Stimmt. Und deswegen bin ich, nein, das stimmt eben nicht. Ich finde, ja, lassen Sie uns über alle Fragen, die mit Migration zu tun haben, sprechen. Lassen Sie uns darüber reden, warum wir nicht genügend Lehrerinnen und Lehrer haben, wie es in den Kitas in Deutschland aussieht. Schieben wir es bitte nicht allein auf Migrantinnen und Migranten. Das wäre nämlich Realitätsleugnung. Wenn wir uns anschauen, wie lange wir nicht genügend Lehrerinnen haben, wie lange wir massiv zu wenig Kita-Plätze haben etc. Lassen Sie uns gerne anschauen, wie es in den Kommunen aussieht. Ich habe das vorhin schon mal gesagt. Ich finde, wir brauchen Kapazitäten, die wir vorhalten, damit nicht am Schluss in den Kommunen immer diejenigen, die es noch gerade so hinkriegen müssen, die verteilen müssen etc., diejenigen sind, die dann auch da stehen und der Bevölkerung erklären müssen, warum hat das wieder nicht geklappt? Eine Sekunde. So, diese ganzen Fragen sollten wir besprechen und lösen. Auf jeden Fall lösen. Gemeinsam, deswegen haben wir übrigens ein Sicherheitspaket gemacht, wo wir über Abschiebungen geredet haben, wo wir über Abschiebungen sehr klar geredet haben. Was mir, Herr Spahn, ich darf es vielleicht sagen, einmal emotional, was mir nicht leicht gefallen ist, aber wir haben es gemacht. Und es hat eben nichts mit Leugnung zu tun. Was Sie aber machen, ist so zu tun, als ob das einzige Problem wäre, was wir zu bewältigen haben. Nein, wir brauchen sehr, sehr viel Geld in Deutschland, um den Investitionsstau hinzubekommen. Wir brauchen sehr, sehr viel Geld dafür, dass wir in Schulen investieren, dass nicht die Schulklos kaputt sind, Land auf, Land ab. Wir müssen dafür sorgen, dass wir in diesem Land sehr viel aufholen, was wir in den letzten Jahrzehnten nicht gemacht haben. Und viele Menschen, und das meine ich mit den Problemen, die Leute im Alltag haben, viele Menschen sehen das, die packen das an, die wollen mitmachen, die sind dabei. Und es sind übrigens Menschen sehr unterschiedlicher Herkünfte. Und ich finde, wir könnten einmal stolz darauf sein, dass eine Landrätin sich kümmert, dass ein Ehrenamtler sich kümmert, dass ein Richter sich kümmert und dass die alle dafür sorgen wollen, dass dieses Land stärker wird und dass es nicht dauernd nur schlecht geredet wird an einer einzigen Frage. Frau Göring-Eckardt, Schwennecke, ganz kurz. Ich will einmal, weil es jetzt schon angesprochen wurde und ich Frau Schweiger am Anfang der Sendung ja auch angekündigt habe als die Frau an der Basis, die sozusagen mit all dem, über das wir hier sprechen, ja tagtäglich zu tun hat. Frau Schweiger, Sie sind ja bundesweit auch bekannt geworden, weil bei Ihnen im Landkreis so viele Menschen auf einmal angekommen sind, dass Sie die Flüchtlinge auf einem Schiff unterbringen mussten. Vor knapp 2 Jahren haben Sie das hier in der Sendung beschrieben, wie auch die Kommunen ächzen und wie überfordert Sie auch zum Teil waren damals. Und Sie haben sich im Stich gelassen gefühlt, auch von der Bundespolitik. Inzwischen hat sich die Lage ja ein bisschen entspannt, auch bei Ihnen. Woran liegt das? Naja, ich habe es eingangs gesagt, weil auf Bundesebene das Thema Migration nicht mehr ignoriert wird. Also man hat ja von Sommer 22 bis Anfang 23, das ist ja gar nicht gehört worden. Erst als die Medien dann überhaupt das ein bisschen aufgegriffen haben, kam Bewegung in die Sache. Im Mai 23 war dann die erste MPK. Aber wenn sich der Kanzler mit dem Ministerpräsidenten trifft und Dinge vereinbart, ist ja noch lange nicht das Gesetz geändert und eine Grundlage gemacht. Die Situation bei uns ist die, der Landkreis Regensburg hat 200.000 Einwohner, 41 Gemeinden und wir haben in der Spitze 3 Asylbewerber pro Tag bekommen. In den letzten 1,5 Jahren 1500.
Das klingt jetzt vielleicht auch gar nicht zu viel, aber für jeden müssen wir ein Bett organisieren, für jeden müssen wir einen Platz organisieren. Und wir sind in einem Raum, der ein Wachstumsraum ist, und hier Wohnraum zu finden, Hallen zu finden, die Menschen unterzubringen. Viele Kollegen haben Turnhallen belegt, das habe ich nicht. Aber es ist natürlich schwierig. Und die Freude in der Nachbarschaft hält sich in Grenzen. Wenn man jetzt ein Haus anmietet und sagt, ich bin jetzt vom Landratsamt, wir mieten das Haus jetzt an, um dort Asylbewerber unterzubringen. Wir haben 100 Objekte und das war vor einigen Jahren auch nicht ganz einfach, aber es wird zunehmend schwieriger, weil die Menschen nicht das Gefühl haben, dass eine Struktur, eine Strategie dahinter ist. Die sagen, ja, was passiert dann mit den Menschen? Müssen die dann arbeiten? Können die arbeiten? Ich habe eine Firma, kann der dann bei mir arbeiten? Und dann geht's an, dann wird es schwierig. Dann sind wir sehr erleichtert jetzt. Dann sind wir zu starr in den Strukturen. Die Ampel hat erleichtert, dass man nach 3 Monaten, ging früher auch im Ermessen, aber hat deutlich gemacht, dass die Menschen viel früher in Arbeit kommen sollen. Das ist auf jeden Fall passiert. Frau Schweiger, Sie bürgern ja auch Menschen ein bei sich. Ich glaube, 1.500 Menschen haben Sie jetzt eingebürgert? Wir haben 24.000 Menschen eingebürgert, in 23 500 und vorher jedes Jahr so ungefähr 200. Was müssen die Menschen machen, damit sie eingebürgert werden? Ja, das haben wir ja gerade gehört. Eigenen Lebensunterhalt sichern, dementsprechende Integrationskurse haben, die der deutschen Sprache mächtig sein und nicht vorbestraft sein. Das heißt, unter 90 Tagessätze, wenn es eine Straftat gab. Und was ist das für ein Gefühl, wenn die eingebürgert werden, wenn Sie, die das ja organisieren, alles vor Ort? Das ist unterschiedlich. Also die Mitarbeiter sagen, das ist natürlich schön, wenn man jemanden begleitet hat auf den Weg und er es geschafft hat, hier auch Teil dieser Gesellschaft zu werden, dass das Ziel war. Für die Menschen ist das natürlich schon das Etappenziel am Ende. Aber unser Problem vor Ort ist ein anderes. Das ist nicht die Einbürgerung oder die mangelnde Einbürgerung. Es ist einfach das organisierte Miteinander. Und unser Problem in den Kommunen ist, dass wir alle Menschen zugewiesen bekommen. Unsere Forderung ist, bringt uns bitte nur die Menschen, mit denen wir arbeiten können, in Anführungsstrichen. Wo Sie wissen, die bleiben können, die arbeiten dürfen und die nicht straffällig sind, die eine geklärte Identität haben. Bitte bringt uns die und bringt die anderen deutlich strenger, zentraler unter, damit wir deutlich machen können, dass wir mit den Menschen vor Ort arbeiten wollen. Es funktionieren auch die Integrationskurse. Es funktioniert relativ Frau Schweiger, bleiben wir mal bei dem Punkt, sonst verschwindet er. Können Sie diesen Wunsch nachvollziehen von Frau Schweiger, dass sie sagt, zu uns sollen die Leute kommen, wo wir wissen, die können wir jetzt in Arbeit bringen, da können wir den Prozess voranbringen? Also zu uns in die Kommunen. Ja, das verstehe ich. Ja. Das verstehe ich. Kann ich auch gut nachvollziehen. Wir haben ja dafür gesorgt, dass sehr viele neue Möglichkeiten da sind, dass Menschen sehr schnell in Arbeit kommen. Und wir haben auch gesagt, wir machen das jetzt nicht mehr davon abhängig, welchen Status die haben, sondern es sollen halt alle, die herkommen, so schnell wie möglich Teil der Gesellschaft sein und auch was beitragen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und wir wissen alle, dass die Verteilung auf die Kommunen immer schwierig bleibt und immer schwierig ist. Aber je länger jemand in so einer Gemeinschaftsunterkunft ist, noch dazu, wenn sie sehr groß ist, umso geringer wird auch die Chance, dass er irgendwie Teil des Ganzen wird. Wenn man da eine Weile gelebt hat, ich wollte sagen, gerade rumgehangen hat, aber wenn man da eine Weile gelebt hat, dann wird es schwieriger. Und deswegen ist die Spannung natürlich die schnelle Verteilung und das schnelle in Arbeit kommen. Und auf der anderen Seite, dass man eher was verhindert mit lange in einer großen Einrichtung sein, die ist natürlich da. Aber nochmal, die Kapazitäten dafür müssen auch da sein. Und Sie können nicht diejenigen sein, die am Schluss dann irgendwie versuchen müssen, den Mangel zu verwalten. Und deswegen glaube ich, Realität bedeutet und Realismus bedeutet, dass wir sagen, ja, das ist ungefähr die Zahl von Menschen, die kommen werden. Ich hatte mich da mal mit Horst Seehofer auf eine Zahl geeinigt, bei einer Regierung, die dann leider nicht zustande kam. Das ist die Zahl, die wir ungefähr kommen werden, aus Erfahrung. Und dafür sorgen wir auch für Strukturen. Und dann hätten wir nicht dieses ewige Gezerre und ewige immer wieder neu anfangen. Das, glaube ich, macht Stress auf allen Seiten und vor allen Dingen den Leuten, die in den Kommunen am Ende Was ist denn die Zahl, die die Grünen akzeptieren würden? Als ich will einmal Herrn Schwinger. Das ist ein super spannender Punkt. Was ist die Zahl, die die Grünen als Obergrenze akzeptieren würden? Das ist eine super spannende Frage. Ich hatte mich
habe ja was anderes gesagt. In der alten Koalition mit Herrn Seehofer, da haben Sie sich auf eine Zahl geeinigt. Welche wäre denn die aktuelle? Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir Strukturen bereitstellen für Menschen bis zu ungefähr 200.000. Das war damals ja die Zahl, die Herrn Seehofer sehr wichtig war. Das war der atmende Deckel, war das, glaube ich. Genau. Und was wir aber nicht wollen, und das sehe ich wirklich anders als Sie. Sie sind ja immer mit der Grenze, was wir nicht überschreiten dürfen. Ja. Das heißt, dass wir das Asylrecht in Deutschland abschaffen würden. Und da sage ich definitiv nein. Was ist denn, wenn die eine oder die zwei Personen da drüber kommen? Ich möchte nicht, dass wir das Recht auf Asyl in Deutschland abschaffen. Das ist eine große Errungenschaft in unserem Grundgesetz. Wie viele Menschen sind letztes Jahr nach dem Grundgesetz anerkannt worden? Dabei bleiben. Das sind nicht so viele. Aber trotzdem ist es ja eine Grundsatzfrage. Und ich finde, wir sollten nicht auf dem Markt der Möglichkeiten jetzt solche Grundsatzfragen einmal eben irgendwie nach dem Motto behandeln, es passt uns jetzt gerade nicht. Sie reden immer davon, dass wir Fachkräfteeinwanderung brauchen. Wir brauchen inzwischen Arbeitskräfteeinwanderung. Das sind Menschen, die in unser Land kommen sollen und wollen. Wenn wir denen sagen, also Entschuldigung, eigentlich, also die wollen wir vielleicht haben, die wollen wir vielleicht nicht haben. Leider haben wir sehr viel Rassismus hier in unserem Land. Wir beschleunigen das auch noch ein bisschen, indem wir so reden, wie einige in ihrer Partei reden. Dann wird sich der IT-Experte sagen, also ganz ehrlich, lieber nicht. Also und das ist der Punkt, über den wir sprechen müssen. Ja, also daran anknüpfend, ja, es gibt ein Recht auf Asyl, aber es gibt kein Grundrecht auf grenzenlos freie Ortswahl, so, wo ich bleiben möchte. Das muss gelten und das ist eine Zeit lang so nicht berücksichtigt worden. Zweitens, die 200.000 im Jahr tatsächlich, sie kommen natürlich immer on top. Ich fand das ziemlich... ja, wie soll ich das nennen, einen unredlichen Versuch von der Bundesinnenministerin, jetzt zu sagen, ach, im letzten Jahr waren es statt 300.000 nur noch 200.000, sind 30% weniger. Nein, das sind 10% on top auf die schon da sind und wo die Integration immer noch schwer ist. Berlin platzt da aus allen Nähten, da kommen jetzt statt 30.000 sind 20.000 gekommen. Trotzdem platzt Tegel, also der Ort, wo sie zunächst sind, aus allen Nähten. Also das ist eine Milchmädchenrechnung, die da gemacht wird. Und jetzt möchte ich eines noch zu Frau Göring-Eckardt sagen, das liegt mir schon einige Zeit auf den Lippen. Ich finde, dass Sie argumentativ einen Kniff anwenden, der nicht redlich und auch nicht wahrhaftig ist, Frau Göring-Eckardt. Ja, wenn Sie sagen, das hat mit dem Alltag der Menschen nichts zu tun und Ihnen Herr Spahn zu Recht vorhält, doch zum Beispiel in der Schule, dann sagen Sie ja, weil da zu wenig Lehrerinnen sind. Nein, Sie verwechseln vielleicht, ich würde sagen, fast absichtlich Ursache und Folge. Wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer einer Schulklasse gegenüber sitzt, in der 95% nicht Muttersprachler sind, dann ist das Problem nicht die Lehrerin, sondern dann ist es der Anteil der Nicht-Muttersprachler in dieser Klasse. Und Sie verschieben dieses Problem, um von dem Hauptschauplatz abzulenken. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, Sie sagten eingangs, Migration ist doch gar nicht das Problem. Dann sollten Sie vielleicht nicht in eine Sendung gehen, in der darüber gesprochen wird. Herr Schwendige, Sie unterstellen mir was ich nicht gesagt habe. Und das ist nicht richtig. Jetzt müssen wir noch mal zurückspulen vielleicht dann. Ich habe nicht war dabei, gesagt, Herr Schwendige, das hat Sie wirklich nicht gesagt. Problem, sondern ich habe gesagt, man soll nicht so tun, als ob, wenn dieses Problem gelöst ist, alles andere ganz einfach wäre. Das sagt ja auch niemand. Das sagt doch auch niemand. Das sagt niemand. Da bauen Sie doch einen Popanz auf, dass das jemand sagen würde. Darauf habe ich mich bezogen, weil ich das Zitat von Friedrich Merz sehr ernst nehme. Ich nehme ja Menschen ernst, die Kanzler werden wollen in der Bundesrepublik Deutschland, weil ich das sehr ernst nehme und weil ich mich darauf bezogen habe und weil ich finde, wir sollten über die verschiedenen Fragen reden, die wir haben. So. Und zu dem Thema Schule und Kita. Wir haben in Deutschland nicht nur wegen Zuwanderung zu wenig Lehrerinnen und Lehrer, zu wenig Erzieherinnen und Erzieher. Das ist ein Problem, das haben wir nicht erst seit gestern. Wir haben zu wenig Kita-Plätze und so weiter. Und ja, ich bin völlig bei Ihnen. Wenn Kinder aus sehr vielen Nationen in einer Klasse sind, dann ist das für eine Lehrerin sowieso nicht machbar. Da brauchen wir mehr, da brauchen wir auch noch eine Schulbegleiterin, Schulsozialarbeiterin und so weiter und so weiter. Wir können doch aber nicht sagen, die sind jetzt da, und dann sagen wir mal, jetzt sind die Migrantinnen schuld und nicht die Tatsache, dass wir nicht dafür gesorgt haben, dass es anständig läuft. Das ist kein Kniff, das ist keine Verschiebung des Problems, das ist ein Adressieren des Problems. Und wir werden auch nicht, wenn wir heute sagen, wir machen alle Grenzen zu, keine Probleme mehr haben in Deutschland. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben deswegen dafür gesorgt, dass wir auf europäischer Ebene uns geeinigt haben. Und nochmal, das war für mich und viele andere in meiner Partei nicht leicht, weil wir gesagt haben, wir wollen dafür sorgen, dass
dass an den europäischen Außengrenzen kontrolliert wird, dass wir wissen, wer hier ist, dass wir in der Tat auch über Kontingente sprechen. Aber das enthebt uns nicht der Tatsache, dass wir die Probleme, die wir hier haben, A, lösen und sie B, nicht auf diejenigen schieben, die Teil der Lösung sein können. Die Teil der Lösung sein können. In vielen Städten in diesem Land würden keine Busse mehr fahren, wenn die syrischen Einwanderer diese Busse nicht fahren würden. Frau Göring-Eckardt, ich könnte viele andere Beispiele aus den Krankenhäusern etc. Er hat Robert Habeck kurz anzitiert sozusagen und jetzt zeige ich das volle Zitat, der sich auch einbringt und über die in Deutschland lebenden Syrer spricht und was jetzt mit denen passieren soll. Und was Syrien angeht, diejenigen, die hier arbeiten, die können wir gut gebrauchen. Diejenigen, die hier nicht arbeiten, werden, wenn das Land sicher ist, wieder in die Sicherheit zurückgehen können oder auch müssen. Frau Göring-Eckardt, ich fasse mal zusammen. Wer nicht arbeitet, der muss gehen? Ja, das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, ich würde das Wort gebrauchen jetzt nicht benutzen. Es war ja so ein sehr frühes Interview, wenn ich das richtig weiß. Hier im Deutschlandfunk frühmorgens, genau, sehr frühmorgens. Und das heißt, das war nicht gut, was er gesagt hat? Ich würde das Wort nicht benutzen. Aber was er gesagt hat, ist, auf der einen Seite, es gibt Menschen, die leben hier, die arbeiten hier und die sollen auch sich sicher fühlen. Und auf der anderen Seite, wenn das Land wieder sicher ist, das war ja eine sehr klare Ansage, dann wird man darüber sprechen, wie das mit dem Schutzstatus ist, über den wir hier ja die ganze Zeit sprechen. Und das wird auch jeder realistischerweise so betrachten, dass der Schutzstatus dann nicht mehr derselbe ist wie zu der Zeit, als Assad regierte. Ja, ich frage das aber auch deshalb, Frau Göring-Eckardt, weil Robert Habeck ist der Kanzlerkandidat der Grünen. Der will also Kanzler werden. Jetzt leben hier ganz viele Menschen aus Syrien in Deutschland. Viele arbeiten, weit über die Hälfte sind in Arbeit. Aber es gibt auch viele Menschen, die vielleicht zwischen zwei Jobs sind, keine Arbeit haben. Und die sind jetzt natürlich auch ein bisschen verunsichert. Das heißt nochmal, der Kanzlerkandidat der Grünen sagt, die arbeiten, dürfen bleiben, die anderen müssen gehen. Ab wann gilt das? Gilt das für Teilzeitjobs? Gilt das für Ausbildung? Gilt das für prekär Beschäftigte? Das hat er ja gerade nicht gesagt, sondern er hat darüber geredet, wenn das Land wieder sicher ist. Deswegen war die Außenministerin gerade da. Im Auswärtigen Amt wird darüber geredet, wie ist der Status zusammen mit dem Innenministerium. Also wir sind noch lange nicht da, dass wir darüber sprechen können, was wann für wen passiert, sondern wir sind an einer Stelle, wo wir alles daran setzen müssen, dass wir tun können, was wir tun können, damit das Land sicher wird. Und dass klar ist, dass Menschen, die hier integriert sind, die vielleicht sogar unsere Staatsbürgerschaft schon haben, selbstverständlich zu unserer Gesellschaft dazu gehören. Nur da hat ja deswegen soll keine Unsicherheit entstehen, gerade nicht, sondern es geht ja darum... Hey Leute, habt ihr das mit Katrin Göring-Eckardt bei Hart aber fair gesehen? Sie meint ernsthaft, ja, es gibt Probleme mit Migranten, aber nicht genauso wie mit Deutschen. Wie bitte? Während unsere Rentner Flaschen sammeln müssen, träumt sie weiter von offenen Grenzen, egal ob es Fachkräfte sind oder nicht. Und dann noch diese Aussage, die einfach nur alles verharmlost. Ich zeige euch, warum Göring-Eckardt mit solchen Aussagen völlig daneben liegt. Und was Jens Spahn dazu gesagt hat, ich mag diesen Mann überhaupt nicht. Aber ja, da hat er recht, dass die Grünen Leugner sind. Lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das seht. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Auf geht's!